Hallo zum Biovox Wissenssnack und mit der neuen Ausgabe gucken wir uns heute an, wie man Kunststoffe im Kreislauf führt im Gesundheitswesen, also Circular Economy im Krankenhaus. Wir gliedern das Thema in 2 Abschnitte, weil ansonsten wird das ein bisschen viel. Abschnitt 1 ist, wie kriegen wir eigentlich aus den Abfallströmen, die im Krankenhaus entstehen, Wertstoffströme gemacht. Also welche Sorten an Abfall können wir wie retten und wieder verfügbar machen, um die Ressourcen des Planeten zu schonen. Der zweite Punkt, den wir uns angucken, das ist das Thema Recycling. Wenn wir diesen Wertstoffstrom haben, was können wir damit tun, um am Ende irgendwann wieder neue Produkte und Verpackungen draus zu machen? Habt viel Spaß beim Wissenssnack und wir starten rein ins Thema Krankenhausmüll. Gucken wir uns jetzt das End of Life an, also was passiert, wenn der Kunststoffmüll im Krankenhaus weggeworfen wird. Und zwar haben wir da erstmal zu unterscheiden in ganz verschiedene Müllklassen. Die sind alle geregelt in der Lager M18. Wir schreiben euch im Text ein bisschen dazu, was das eigentlich ist. Wir wollen uns hier nicht mit Beamtendeutsch aufhalten. Wichtig ist, das ist eine Richtlinie, nach der die Behörden vorgehen, wenn sie sich mit Krankenhausabfällen befassen oder Abfällen aus dem Gesundheitswesen. Und die ist nicht verpflichtend, aber die halten sich ziemlich da dran und vielleicht könnte man da auch ein bisschen was modernisieren. Aber gehen wir mal rein. Das Einfachste, was wir da haben an Müll, das sind Verpackungsabfälle. Und zwar sind die in der Regel nicht im Patientenkontakt. Und ich meine, hier so eine Sterilbarriereverpackung, die wird aufgerissen im OP, dann kommt die in den Mülleimer. Da war nie irgendwie ein Patient dran, das ist total ungefährlich, die ist sauber, alles fein. Das unterscheidet sich von der Behandlung her nachher nicht von der Gemüseverpackung oder von der Käseverpackung, die wir auch zu Hause haben. Das heißt, also an der Stelle, das ist völlig fein, die gesondert zu sammeln und die dann auch zu recyceln. Das ist vorgesehen und das kann man auch so machen. Das, was wir dafür brauchen, ist ein Krankenhausabfallmanagement, das das berücksichtigt, solche Abfälle gesondert sammelt und dem Entsorger zuführt. So, hat übrigens den Abfallschlüssel AVV 1501, also wer es genau wissen will, der ist es. Wichtiger oder interessanter sind die Abfälle, die Single-Use-Items im OP beispielsweise sind. Das sind potenziell kontaminierte Abfälle und die fallen unter den Abfallschlüssel 180103. Da könnte Blut dran kleben, irgendwelche Sekrete, infektiöses Material. Das kann man natürlich nicht in einen Entsorgungshof reinbringen. Da werden am Ende die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dort krank. Und man kann es auch nicht einfach recyceln. Dann habe ich vielleicht Endotoxine nachher in meiner Recycling-Wasserflasche und das will ich natürlich nicht trinken. Also gibt es dafür genauere Vorgaben. Heutzutage wird dieser Müll praktisch immer gesammelt, gesondert, gehandelt und verbrannt. Dabei nimmt er im Prinzip den gleichen Weg wie die Sharps, die wir kennen aus Abfallschlüssel 180101, also Skalpelle, Spritzen, Kanülen, sowas. Und da können wir aber was machen. Die Sharps, die müssen immer verbrannt werden, aber die kontaminierten Kunststoffabfälle aus dem OP, zum Beispiel die Einmalpinzette oder sowas, die könnten wir ja wieder zu neuen, vernünftigen Produkten machen mit Recycling. Und da gibt es einen Weg, der ist vorgezeichnet. Und das heißt, wir müssen diesen Kunststoffmüll erstmal reinigen und dekontaminieren. Dabei muss der die Anforderungen von der DIN 58949 erfüllen. Das RKI muss sein Okay dazu geben, dass das am Ende infektionsschutztechnisch safe ist. Und dann kommt noch ein Punkt obendrauf, nämlich die zuständige Behörde, die die Müllentsorgung regelt, die muss ihr Okay dazu geben, dass man das dann nicht nur zu nicht infektiösem Müll gemacht hat, sondern dass man das dann auch noch stofflich verwerten darf. Ansonsten müsste man es nämlich immer noch verbrennen. Das ist auch der Punkt, an dem es momentan regulatorisch in Deutschland ziemlich hakt, weil das ist zwar nicht bindend, aber die Ämter halten sich an diese Lager M18, die dann sagt so, und dann darfst du es verbrennen, nur halt als nicht infektiös. Aber der Weg ist grundsätzlich da, auch die Einmalinstrumente aus dem OP stofflich zu verwerten. Es gibt dann noch die 180104, das sind die nicht kritischen Abfälle, das sind in der Regel sowas wie Windeln oder Mullbinden und lauter solche Geschichten, die vielleicht nicht infektiös sind, aber halt trotzdem irgendwie nicht so gut zu verwerten. Da steckt normalerweise wenig bis kaum oder bis kein Kunststoff drin. Nicht so relevant für uns.
Was vielleicht noch spannend ist, sind einmal Produkte aus Kunststoff, die aber auch nicht infektiös sind. Für die gilt übrigens das gleiche wie für die Verpackung. Das ist siedlungsähnlich und das kann man grundsätzlich auch als Wertstoff sammeln und in den Kreislauf zurückführen. Wenn wir uns das also retrospektiv nochmal anschauen, die Abfallklassen und wie sie entsorgt werden können, dann sehen wir heute schon, dass außer Sharps eigentlich nichts verbrannt werden muss, dass wir alles andere grundsätzlich zurückholen können in den Wertstoffkreislauf. Was wir aber auch leider sehen, ist, dass die Behörden an der Stelle, vielleicht noch nicht den größten Druck drauf bringen oder das größte Augenmerk drauf legen, dass zum Beispiel Dekontaminationsanlagen, die sogar schon existieren bei Entsorgern, dass die dann auch ans Netz gehen dürfen und dass wir den Müll nutzen können. Das heißt also hier, liebe Politik, werdet ein bisschen flexibler und geht die technischen Möglichkeiten mit, dann können wir auch mehr Kreislaufwirtschaft machen. Und liebe Krankenhäuser, sammelt den Müll ein bisschen getrennter nach, ob er infektiös ist oder nicht, und dann kriegen wir auch da bessere Quoten hin schon mal. Ihr wisst jetzt, was Kliniken eigentlich mit dem Müll machen und wie Mülltrennung im Klinikum funktionieren kann, wie Entsorger auch damit umgehen. Im nächsten Teil gucken wir uns an, wie wir daraus wieder ein Rezyklat machen, aus dem Produkte und Verpackungen werden. Zusammen, also Kliniken, Entsorger, Materialhersteller und Produzenten von Medizinprodukten, können wir richtig viel bewegen. Und wenn ihr jetzt schon mal diskutieren wollt mit uns, was wir tun können und wie das für euer Produkt aussehen kann, meldet euch bei mir. Ich freue mich drauf. Und bis zum nächsten Wissenssnack. Habt eine gute Zeit.